Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch 13 handgestrickte Outfits für den Herbst-Winter. Viel Spaß! Wir legen los mit einem ganz normalen Baumwoll-T-Shirt, das süß bedruckt ist, und einer Blue Jeans, die bis zur Taille geht. Deswegen stecke ich das T-Shirt in meine Hose, um meine Taille zu betonen. So, ein bisschen getanzt wird in diesem Video. Und obendrauf mein Pullover aus der Carmen-Wolle. Das ist ein Garn in Sockenstärke aus Merino-Wolle und mit einem wunderschönen Farbverlauf. Das ist ein klassischer Raglan-Pullover, den ich von oben nach unten gestrickt habe. Ich trage ihn super gerne. Es macht Spaß, mit diesen Farben Outfits zu kombinieren, und ich trage auch gerne meine Stiefeletten dazu. Besonders an dem Pullover ist der Polokragen und die verschränkten Rippen, die auf der Taille prominent sind und auch auf den Ärmel, denn die Ärmel sind komplett im verschränkten Rippenmuster gestrickt, sowie die Bündchen auch, die ganz eng anliegen an den Handgelenken, wie ihr hier sehen könnt. Der Pullover ist trotzdem leicht. Er wiegt 350 Gramm. Damit mir am Hals nicht kalt wird, habe ich noch einen passenden Kragen gestrickt mit demselben Garn. Allerdings eine andere Partienummer, deswegen ist die Färbung ein bisschen heller. Und das habe ich in der Runde gestrickt, glatt rechts und auch mit Rippen. Ich mag gerne Loops, denn sie schützen mich beim Fahrradfahren vor der Kälte im Winter und sie sind leicht zu kombinieren. Ein tolles Accessoire, was man einfach kurz vorm Rausgehen noch schnell drüber ziehen kann. Nummer 2. Im Winter ziehe ich mich gerne an wie eine Zwiebel, ganz viele Schichten, damit mir bloß nicht kalt wird. Und hier kommt auch schon mein Kleid. Das habe ich aus der Eco Puno gestrickt von Lana Grossa. Das Garn habe ich geschenkt bekommen, deswegen habe ich etwas improvisiert und es ist ein Kleid geworden. Dazu trage ich Leggings und meine Overknee-Stiefel, die sehr warm halten. Ich habe die Rundpasse mit einem Muster gestrickt aus dem Buch die Japanese Knitting Stitch Bible und die Farben dann entsprechend der Menge, die ich hatte, auf dem Kleid verteilt. Das Garn hält wirklich super warm und es ist trotzdem leicht und angenehm zu tragen. Dazu habe ich ebenfalls einen Loop gestrickt, damit mir nicht kalt wird am Hals. Da bin ich im Winter immer besonders empfindlich. Und da habe ich ebenfalls dasselbe Muster wie für die Rundpasse verwendet und den Rest der dunkelblauen Wolle in einem langen Kragen verstrickt, in verschränkten Rippen. Als drittes trage ich eine Hose, die vom Kampfsport inspiriert ist, deswegen sitzt die so locker und ein bisschen weit und hat große Hosentaschen. Dazu mein Cerise-Top. Das Top könnt ihr in meinem Ravelry-Shop finden, das trage ich im Winter fast immer drunter. Und darüber dieser knallgelbe Pullover, ich finde diese Farbe einfach herrlich. Das Design ist von Carol Foller aus ihrem Buch Short Rose. Das ist ein Buch nur mit Designs mit verkürzten Reihen. Es ist sehr raffiniert. Das Garn ist von Pasquali. Es ist auch eine Mischung aus tierischen und pflanzlichen Fasern. Es ist einfach ein bequemes Outfit, was trotzdem stylisch und cool aussieht. Mit meinen passenden Stiefeln dazu. Es ist ein tolles Alltagsoutfit. Als nächstes Socken. Handgestrickte Socken, Wollsocken dürfen natürlich nicht fehlen im Herbst, Winter. Immer dabei. Drin wie draußen.
Dazu meine Stiefeletten, meine goldenen Stiefeletten und eine Hose von Consequence, die ich in einem Second-Hand-Shop gekauft habe, und ein Rollkragenpulli. Ich trage viele Rundkragenpullover im Winter, denn das finde ich einfach perfekt unter meinen gestrickten Pullovern. Passen Rollkragenpullover einfach drunter. Sie sind wie eine zweite Haut. Ganz nach dem Zwiebelprinzip. Drüber trage ich meine Jacke von Mary Wallin. Das Design heißt Sapphire. Das Garn ist von Borgo dei Pazzi. Das ist ebenfalls eine Mischung aus tierischen und pflanzlichen Fasern. Ich mag den Schnitt total gerne von diesem Pullover. Der ist eher so boxy. Und die Muster da drauf waren sehr kompliziert zu stricken, aber sind wirklich sehr, sehr schön. Sowie auch die gehäkelten Elemente an den Seiten. Und ich mag auch die Ärmel, dass sie etwas länger sind. Das finde ich super kuschelig. Dazu trage ich total gerne meine Mütze Winterblume. Das ist ein Design von mir, das ihr in meinem Ravelry Shop findet, und mit dem passenden Kragen dazu. Die Blumen habe ich selbst entworfen, die sind so schön herbstlich, weihnachtlich in den Farben. Das Garn ist von Filcolana Pernilla, 100% Wolle, hält also warm und passt perfekt. Durch diese roten Blüten passt es perfekt zu der roten Jacke von Mary Wallin. Die Mütze ist einfach schick und süß und elegant. Ich fühle mich einfach wohl damit. Was denkt ihr? Als Alternative zu Kragen und Mütze trage ich total gerne meinen Loop aus Blueface Leicester. Dieses Garn habe ich selber gesponnen an meinem Spinnrad. Blueface Leicester ist eine tolle Faser, sie ist super weich. Und das Muster habe ich aus dem Buch Sequence Knitting. Das ergibt ein tolles Relief, einfach nur aus rechten und linken Maschen. Einfach zu stricken macht Spaß und gibt dem Loop ganz viel Textur. Nummer 5. Zurück zu Blue Jeans, die geht einfach immer, die passt einfach und ist bequem. Dazu ein dunkelrotes Oberteil vom Supermarché Berlin. Das ist ein Kleiderladen mit Fairtrade-Kleidung ausschließlich. Und dazu mein Pullover aus handgesponnenem Garn. Denn Pink, Rot und Grau habe ich selbst gesponnen. Pink und Rot sind Merino. Das Graue ist Alpaka-Garn. Diese blaue tolle Wolle ist Bouclé-Garn von Adels Mohair. Den Kragen habe ich doppelt gestrickt und der Pullover wird von oben nach unten in einem Stück gestrickt. Ohne Nähte, ist also ein super easy Design und vor allem ein tolles Hingucker. Ich finde den Pullover schick, aber gleichzeitig auch verspielt. Er bringt einfach gute Laune mit und ich finde, jeder würde stehen bleiben, wenn dieser Pullover in einem Schaufenster stehen würde. Einfach pfiffig. Nummer 6. Wir bleiben beim roten Oberteil. Dazu rote Schuhe und handgestrickte Socken sowie eine Hose von COS, die ich auch Secondhand gefunden habe. Dazu eine Jacke aus einem Garn von Bremont. Das Design ist ebenfalls von Carol Feller aus ihrem Buch Short Rows. Das Besondere ist der Zopf vorne entlang. Der ist ein schöner Hingucker. Die Jacke ist ziemlich schick und vor allem sehr, sehr weiches Garn. Ich mag dieses Blau, das lässt sich leicht kombinieren und insgesamt finde ich dieses Outfit elegant. Kann man zur Arbeit tragen, aber auch in der Freizeit. Nummer 7.
Nummer 7 habe ich ein Kleid ausgewählt. Das habe ich mir mal in Frankreich gekauft. Dazu Leggings und mein Top Cerise. Ich schlüpfe erstmal in das Kleid rein, ziehe den Reißverschluss zu. So, die sitzt gut. Dazu mein Cape. Dieses Cape habe ich von Grignasco Knits. Ich finde das super elegant. Diesen Cape habe ich vor über 10 Jahren gestrickt aus einem Alpaka-Garn von Cascade. Und ich finde es so kuschelig. Manchmal gehe ich damit schlafen. Gleichzeitig auch elegant. Die Farbe ist einfach super peppig. Die Knöpfe sind sehr, sehr schön und es fliegt einfach traumhaft, wenn man sich bewegt. Fällt dieser Cape einfach sehr, sehr schön. Das Muster ist simpel, einfach nur aus rechten und linken Maschen. Die Länge lässt sich leicht anpassen beim Stricken und ich habe es am Kragen etwas höher gestrickt. Dazu trage ich gerne meine Overknee-Stiefel, die halten super warm und ich finde sie auch schick. Offen oder geschlossen oder halboffen. Das Teil lässt sich super kombinieren. Dazu habe ich auch noch eine passende Mütze gestrickt und den übrigen Ersatzknopf drauf genäht. Sieht einfach süß aus, finde ich. Nummer 8. Ich finde, diesen Look kann ich auch sehr gut alleine stylen. Mit einem Rollkragenpulli, wenn es nicht ganz so kalt ist an einem Tag. Dann wickele ich den einfach um meine Schultern herum. Natürlich gibt es mehrere Arten, das zu machen und sieht dann interessant aus, schick. Mir wird nicht kalt. Und ich kann es easy ein- und wieder ausziehen. Nummer 9. Ein besonderes Oberteil trage ich hier. Es kommt aus Mexiko und die Stickereien sind von Hand gemacht und stellen Maiskolben dar. Ich finde die bunten Farben toll und sie passen perfekt zu meiner Jacke Folie Bleu. Folie Bleu habe ich aus Restgarn gestrickt. Folie Bleu, also steht für ganz viel Blau mit den Kontrastfarben Orange und Gelb. Einige Zöpfe dazu und deswegen dazu auch die passende orange Hose. Das ist eine Korthose, die ich vor kurzem im Sale gekauft habe. Und das Outfit macht auch einfach gute Laune. Ich habe alle möglichen Garne reingestrickt und es gibt auch ein Tutorial zu dieser Jacke auf meinem Channel. Schaut euch das an, falls ihr auch ganz viele Restgarne habt. Könnt ihr sowas Ähnliches nachstricken. Im Rücken habe ich noch eine kleine Beuteltasche gemacht. Da kann ich meine persönlichen Gegenstände verstecken. Ja, ich finde sie verspielt, elegant, totaler Hingucker, einfach ein Unikat, diese Jacke. Die Ärmel und der Rahmen dieser Jacke habe ich mit der Rovenfelder Tweed gestrickt. Einfach cool. Findet ihr nicht? Ach, wir sind schon bei der 10. Da habe ich erstmal einen Rock für euch. Mit einem sehr elastischen Bund. Da habe ich nämlich einen durchsichtigen Gummi reingenäht. Und das ist ein Outfit aus Lama-Garn. Das Garn habe ich mir während eines Trips nach Schweden gekauft. Die Wolle hält also super warm. Mit den Overknee-Stiefeln und Leggings passt dieser Rock einfach. Sieht elegant aus, ist eng anliegend, deshalb kann man sich gut bewegen, weil Wolle auch nachgibt und elastisch ist. Vorne habe ich beim Oberteil sowie auch beim Rock einen Schlitz eingestrickt bzw. freigelassen. Der Pullover ist ein Raglan-Pullover mit einem kleinen Polokragen. Dieses Lama-Garn fühlt sich einfach sehr luxuriös an, sehr, sehr weich. Und dieses Outfit finde ich schon ziemlich schick, oder? Was meint ihr? Manchmal frage ich mich, was andere Leute wohl über meinen handgestrickten Style denken, weil ich immer nur gestrickte Klamotten trage. Aber naja, es ist auch unwichtig. Hauptsache, es gefällt mir.
Nummer 11. Auch ein Experiment aus Wollresten. Das ist Mohair-Garn von Mohair by Canach. Sowohl die Streifenfarben als auch das graue Bouclé-Garn. Diese Jacke habe ich von oben nach unten in einem Stück gestrickt. Vorne habe ich Nietenknöpfe drauf genäht und die Ärmel sowie das Schößchen habe ich mit einer dickeren Nadel gestrickt als der obere Teil des Pullovers. Deswegen ist es leicht durchsichtig. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Teil geworden. Ich trage es total gerne mit dieser dunkelblauen Hose, die auch ein Muster hat. Ja, wie findet ihr das? Ich finde, wenn man nur Reste zur Verfügung hat, wird man immer besonders kreativ und die Ergebnisse werden meistens zu schönen Hinguckern, auf jeden Fall Unikaten und sehr außergewöhnlich. Was meint ihr denn? Nummer 12. Dieses Kleid habe ich in einem Second-Hand-Shop in Amsterdam mal gekauft. Es ist ein süßes Baumwollkleid mit Blümchen drauf und einem schönen Rock. Dazu trage ich Leggings und meine Stiefeletten sowie natürlich meine handgestrickten Socken. Ich mag das total gerne, wenn Kleider so einen schönen Rock haben. Und dazu trage ich meinen Emily Pullover. Die Anleitung zu diesem Pullover findet ihr auch in meinem Ravelry. Das ist ein Raglan Pullover, der in Teilen gestrickt wird von unten nach oben und danach zusammengenäht. Das Ajourmuster oder Lochmuster ist wirklich simpel zu stricken. Das hat man sich nach mehreren Wiederholungen echt leicht gemerkt. Und ich finde, es passt einfach toll zusammen, diese weißen Blümchen mit dem weißen Pullover, den ich in der GGH Volante gestrickt habe. Schließlich erneut meine roten Schuhe. Ich habe ja auch keine große Schuhkollektion, sondern eher eine Pullover-Kollektion. Dazu meine Hose aus dem Second-Hand-Shop und dieser tolle Colorwork-Pullover. Jule heißt das Design von Susan Crawford. Aus einem dicken Buch von ihr, das ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Das Garn ist Rovenfeld Tweed. Es macht einfach furchtbar viel Spaß, Colorwork-Pullover zu stricken. Es ist wie Malen oder Meditieren. Der Pullover hat eine Kastenform, die Ärmel werden gesteakt und es macht einfach Spaß, den zu tragen. Ich glaube, es ist einer meiner Lieblingspullover. Hinterlasst mir doch gerne in den Kommentaren, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Und ob ihr Lust hättet, eins davon auch nachzustricken. Schreibt es mir unten, schreibt mir einfach die Zahl. Danke! Dazu trage ich sehr, sehr gerne diesen knallgelben Schal, der ist aus Wolle und handgewebt aus Mexiko. Ich finde, er drapiert sich toll und passt sehr, sehr gut zu dem gelben Garn in diesem Pullover. Eine Alternative ist auch mein süßer Loop mit Blumen drauf in grün, gelb und grau. Das ist ein Garn von Bremont. Es ist sehr, sehr weich. Und meine Mütze dazu. Das Design heißt Antonia. Das ist ein Patchwork-Muster. Das findet ihr auch in meinem Ravelry. Viele sagen auch Hut dazu und nicht Mütze. Ich habe schon mehrere von diesen Mützen gestrickt. Ich finde die einfach super süß. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen Inspiration finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!